Liebe Leute, willkommen zurück zu Syberia, The World Before. Ja, wir haben jetzt beim letzten Mal aufgedeckt, dass die Mademoiselle oder Demoiselle Leni hat uns ja berichtet davon, wie Dana in diesem Gasthaus war während des Sommers. Das hatten wir schon mitbekommen, dass sie bei Herrn Gustav als Aushilfe in diesem Gasthaus arbeiten wollte. Und dort war gerade eine Expedition, die ausgebildet werden sollte sollte so gewissermaßen alpines Training bekommen, Bergsteigerei und so weiter. Und die offensichtlich von den sogenannten braunen Schatten hier in dieser Welt, also von den Nazis, beauftragt war, im Himalaya nach dem Yeti zu suchen. Also eine eindeutige Parallele zu den von Himmler und so weiter angeleiteten Expeditionen in Persien und ins Himalaya auf der Suche nach dem Urarier und dem ganzen Kram. Und es kam hier auch schon zu einem Zusammenstoß mit dem Höss, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen hieß, auch egal, der hier der Fascho ist, der das gewissermaßen überwacht für die Partei. So, jetzt schauen wir mal, ob wir die Spur irgendwie weiterverfolgen können. Anscheinend haben alle irgendwie nach dem Sommer haben sie den Gasthof verlassen. Und Dana wohl auch. Wo ist sie denn hingegangen? Where did Dana go after she left? Back to her parents, I should think. Somewhere in Vaghen. Do you know if she's still alive? Can't be sure, but I doubt it. It was a lifetime ago, Fräulein Walker. Where do you think she might be if she were? No idea. Things went from bad to worse after that summer. Not to mention half the town was razed during the war. Did Dana leave anything here? Any documents or anything that might help me find where she went? Not that I know of. But I suppose there might be in Father's old coffer. Must still be in the loft. Junta bought it from him that summer, so she could use it to store her precious filming gear. She was supposed to come back for it, but she never did. If there is anything that can help you, it will be in there. So feel free to look around the refuge by yourself if you like, even though I don't think anyone managed to open the coffer since Junta left. Thank you, Demoiselle Leni. Thank you so much. Ich wollte sagen, hat sie ihre Kamera ja doch noch bekommen, aber scheinbar ja nicht. Reden. Auch hier können wir nochmal durchschauen mit Kate. Hat sich da was geändert? Bitte eine Münze einwerfen muss man jetzt. Haha. There's a cap blocking the view. There must be a... Kann man die... Oh, the mechanism is blocking it. It won't Ja, weil man budge. erst... There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. Weil man die Münze reinwerfen muss. Da unten. Habe ich eine Münze? Ja, ein Portemonnaie, ne? Schwupps. Achso, jetzt den Hebel bedienen. Und jetzt da durchschauen. Madonnas Tresse. Haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Oh, man kann ein Foto machen. Haha, da kommt ein Foto unten raus. Ist ja cool. Das ist immer noch derselbe Mechanismus, aber. So, der Silberspiegel. That's the fabled Silberspiegel. Oh, I wish I had time to watch it change color.
Oh, das ist ja spannend. Die Fotos kann man später gebrauchen. Na, dann machen wir doch mal fleißig welche. Scheint ja auch irgendwie nicht mehr zu kosten oder so. Wow, that pass is breathtaking. Ja, der Teufelskragen. Genau, da müsste da unten noch das Höllentor sein. I wonder what's inside that tent. Oh. Was haben wir denn da? Hm? Das war 36 aber noch nicht da. Okay, das war alles. Hinuntergehen möchte ich erstmal nicht. Oder möchte ich das jetzt gerade? Eigentlich möchte ich in die Truhe gucken. Aber wir können mal eben sehen, wo es hier hingeht. Ach, das ist wahrscheinlich aber der Weg zum Höllentor. Vielleicht? The authorities have closed the path due to excavation works on the other side of the mountain. Suits me. I wasn't exactly planning on climbing a mountain today anyway. Bergungsarbeiten. That must lead to the other side of the circus. Bergungsarbeiten. Was gibt es denn da zu bergen? Maintaining the refuge must be a huge job. As tough as Lenny is, I hope she has some help when she needs it. Ja, das Holz kann sie auf jeden Fall nicht hier selbst hochschaffen, so wie es aussieht. Hat sie vielleicht noch einen Automaten? Könnte ja sein. That must be the piano Dana played on the night she met Leon. The night Lenny told me about. Mhm. Huch, wer ist er denn? Erst mal gucken, ob es hier noch was... Reminds me of Hans's automatons in Valladolid. Ist das eigentlich ein Zeitanzeiger? Also wie so eine Kuckucksuhr oder was ist das? Lass mit dem Menschen hier sprechen. Ah, I see I'm not the only one stuck here. Pull up a seat and together we can moan about being stuck here. Thank you, but I have things to do. I hope you can stay until this evening at least. In London they have the changing of the guard. Here we get the changing of the colors. I guarantee it's worth the wait. English? American, actually. Oh, seeing as you've come so far then. Besides, it's always nicer to be stranded in good company. From Belgium myself, on a world climbing tour. Stranded? Didn't you know? They've closed the Teufelskragen. That's the path they call the Devil's Pass. So that's what all the fuss is about. All down to climate change. You mean the thaw, right? Made the path too dangerous to climb and apparently resulted in a morbid discovery. Oh? Bodies of resistance fighters killed while leading refugees to Switzerland. Ui. Frozen solid. Resistance fighters? You mean frozen since the Second World War? That's what the paper says. Is that what the tent's for?
It's a temporary chapel of rest that the rescue team made while waiting for the bodies to be airlifted out. I see. I guess there's no reason to disrespect the departed, even after all these years. I only hope all this sudden interest from excavationists puts an end to the stupid rumors that a strange creature haunts the Silberspiegel. Otherwise, you can be sure, as soon as the old lady pops her clogs, this place will become run over by those infernal tourists. Ist der Yeti also hierher gekommen, ne? Can you tell me about this Devil's Pass? Oh, it's on the far side of the cirque, looking out from the terrace. As you can imagine, it's called Devil's Pass because it's extremely dangerous. Most of all because of the risk of avalanche. Only seasoned alpinists can negotiate it, really. As a professional alpinist myself, what I love about it is knowing I'm climbing in the tracks of courageous climbers of bygone times. There's a real sense of history about it. For example, resistance fighters used it during the war to smuggle Vagherans and other victims of the Brown Shadow into Switzerland. Is that the path they've closed that leads from the refuge? That's right. Thought so. I saw the notice. They've blocked it off so the helicopter can airlift the frozen bodies from the bottom of the pass. Meantime, they have set up a temporary chapel of rest, as you can see. Well, that's moving. It's important to show respect, even after all these years. Mhm. What about those frozen bodies they discovered at the foot of Devil's Pass? Well, due to climate change, the snow line has receded, revealing the bodies trapped in the ice. Auch schon wieder cool, dass der Klimawandel erwähnt wird hier. Most probably resistance fighters and exiles, trying to flee the fascist occupiers and reach Switzerland by the pass. I imagine they got caught in an avalanche. Poor wretches have been imprisoned ever since. Until today. That is why the authorities have blocked access to the pass, so they can take the bodies out, identify them, and give them a proper burial. I see. I saw the tent at the foot of the pass through the spyglass outside. Didn't realize it sheltered such a gruesome discovery, though. Ja, und was hat es mit der Kreatur auf sich? I've had some experience with fantastic fauna myself. But what do you make of the so-called strange creature that roams the mountain? Just another local fairy tale to pull in the tourists, if you ask me. They say it lives in prehistoric caves. And that it's responsible for people going missing. Ooh. Some even say that the mysterious cries you can hear on some nights are the creature calling for a mate. In other words, the usual twaddle you normally get in remote or uncharted places like the high mountain or the deep sea. Twaddle passed down from generation to generation through sheer ignorance. Surely, from what I read on the way here, the cries could come from an animal native to the area, couldn't they? That is my thinking exactly. No doubt a bear with something caught in his throat. It happens, you know. Probably scared a tourist one evening, or maybe it was young pranksters. Right. Thanks for cluing me in. Anyway, I better get back to what I was doing. You are welcome, Fräulein. Okay, ja, das ist ja alles sehr spannend hier. A mechanical stove. Seen better days. Another object with the look of the Vorarlberg workshop. Ja, der alte Ofen. So. Nach oben gehen.
Mensch, die haben mal einen Fernseher hier, ich werde verrückt. Was ist denn das hier? Das haben wir aber... Ach so, das ist der Lift. Lenny's father must have made this stair lift to help her get up and down the stairs. Must have taken him many hours. It's touching when you think about it. Was ist denn wohl passiert, dass... sie überhaupt im Rollstuhl sitzt? Ein Roman. Thomas Mann. Was ist das? Der Zauberlehrling oder was? Wie heißt das? An old Zauberberg. book? The Magic Mountain by Thomas Mann? Funny. My grandparents left me a copy before they died when I was a kid. I should get around to reading it someday. Naja. Da hängen Schneeschuhe, ein Plattenspieler. Man kann hier noch irgendwie mit dem Mechanismus interagieren. Hier steht eine Truhe, aber das scheint nicht die Truhe zu sein, um die es geht. Dormitories. I wonder how many people stop at the refuge these days. Oh, ihr müsst mal eure Schränke hier reparieren, Leute. Oh, ach so. Der Koffer ist, glaube ich, ganz oben unterm Dach, hatte sie gesagt, ne? Aber bevor ich da hingehe, schaue ich mich doch noch weiter um. Was hängen denn hier so für Bilder? Wäre ja lustig, wenn wir das Bild, das ich da ausgewählt habe, hier wieder finden. It must be a lot of work keeping this place going. Hats off to Demoiselle Lenny for managing all by herself. Ja, war einer zum Staubwischen kommen. It's cold in here. Hä? Liegt hier wieder eine Zigarre? Another of those cigar butts. War das der Belgier, der uns da nachspioniert hat? Ist er der Detektiv? There. But who could have left it open? Ja, der hier geschmückt hat und zugehört hat, was wir da besprochen haben. Austere. Looks like a storage room. Ach, hier! Halt, da ist es. So that's the painting Dana told Lenny's father to buy. Not bad. And similar in style to my painting. Wonder what the others were like. Aha, dann hat das wohl tatsächlich der Typ gemalt, wa? Spannend. Was ist hier? Ach, die Ecke, ne? It must be a Ja, lot of okay. work keeping this place going. Hats off to Demoiselle Lenny for managing all by herself. So, kommen wir hier noch rein? This must be Lenny's room. Ja, hier Keep hängen your wieder irgendwelche servant also Bibelverse. from willful sins. May they not rule over me. Then I will be blameless, innocent of great transgression. Das ist derselbe Vers, aber ein anderes Bild. Bewahre auch dein Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen.
Ob das eine Anspielung auf irgendein Ereignis sein soll? Vielleicht. Ja, der Artikel, den hat sie immer noch. Von Leon. Naja. Oh, und sie hat die ganzen Bilder noch gesammelt. Photos of the refuge. Looks like they're arranged by time period. Also das müssen ja hier die Ältesten sein, oder? Das 37, das Foto von der Junta. These date from before the war. There's even one from the summer when Dana worked at the refuge. Den Brief dürfen wir immer noch nicht lesen. Dann geht's hier weiter, schätze ich. 70er Jahre. All these photos go up to the 80s, including my date of birth. This series ends at 2002, 3 years ago, when I began my journey with Oscar and Hans's train. Wie lange ich heute noch mache? Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Bin ein bisschen erschöpft, muss ich sagen. Pretty impressive. Obviously helps Lenny get up and about. Vielleicht noch so 10 Minuten? Wäre das akzeptabel? She's still sitting there, watching. Wonder what she's thinking about. Gab es jetzt hier noch was, was ich nicht gesehen habe? Hier war das Bild. Ich glaube nicht. So, jetzt auf den Dachboden. Das können wir vielleicht noch mal schaffen heute. Nach oben bitte. So, was haben wir denn hier? Take-up reel. Like the ones used on old cinema projectors. Ein Film. Okay, spannend. Die Frage, haben wir hier einen Projektor irgendwo? Steht eine Truhe, das ist aber wohl nicht die richtige. Das laggt schon wieder. Da steht die Truhe. Okay. Was haben wir hier? Brief. Vorarlberg Manufaktur. 3. September 45. Lieber Gustav Renner, bezüglich Ihres Schreibens vom 3. August freuen wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass die Vorarlberg Manufaktur ihre Tochter Leni nach den tragischen Ereignissen, die zu ihrer Behinderung führten, sehr gerne unterstützt. Sowohl mein Vater als auch mein Bruder Hans. Aha. Hätten sie, ob ihres Mutes während der unruhigen Jahre, die unser gutes altes Europa erleiden musste, ebenso bewundert wie ich. Das deutet darauf hin, dass sie vielleicht am Widerstand beteiligt war. Umso stolzer bin ich zu erfahren, dass Lini die Tochter eines unserer talentiertesten ehemaligen Mitarbeiter ist. Ach so, weil Gustav da gearbeitet hat. Mit großer Freude kann ich Ihnen daher mitteilen, dass die Vorarlberg Manufaktur beschlossen hat, Ihre Anfrage positiv zu bescheiden. Anbei erhalten Sie Baupläne, mit denen Sie die gesamte Berghütte so umbauen können, dass sie Linis Beeinträchtigung gerecht wird. Sehr schön. Anna Vorarlberg. Was ist das für eine? Für Wagens Befreiung. Eine Erinnerungsmünze. Leni Renner, 13. April. I must remember to ask Lenny about it. Und was ist mit dem Teddybär?
Okay, hier gibt es scheinbar nichts mehr. Don't want to break my neck, thank you very much. Ich glaube, dann kann ich jetzt hier erstmal nur noch mit der Truhe interagieren. This must be Yunta's coffer, the one Lenny spoke about. Was muss man tun? Es ist schon wieder ein Rätsel. Oh. Kann man die... Ah. Ach, das ist jetzt, sehe ich jetzt erst. Das ist ein Gemälde. Ja, moin. Ja, das. Passt das da rein? Nicht 100% sicher. Aber das läuft hier so runter, ich glaube ja. Muss das überall da rein? Bin ich mir nicht sicher. Da ja. Da unten, muss man da nicht auch dran drehen? Ah, und jetzt kann man die... Warte mal. Ich kann es immer noch nicht weiter drehen. Die müssten ja jetzt so gedreht werden. Also, was habe ich denn hier falsch gemacht? Das sieht passend aus. Das hier, da bin ich mir nicht so richtig sicher. Das kann auch das hier sein, ne? Wobei das auch nicht so richtig passt, ehrlich gesagt. Das passt schon mal gar nicht. Kann ich das? Könnte ich auf den Fotos nachschauen wahrscheinlich? Ja, das ist auf jeden Fall das hier. Da geht der Weg lang oder der Bach oder was das ist. Passt auch. Hier unten ist es grün. Hier weiß ich halt nicht. Ah, war das Falsche. Okay, also das geht schon mal auf. Klack, das heißt, da kann ich das schon mal drehen. Dann ist das hier aber noch falsch. Dann habe ich mich ja schon gefragt, ob das hier nicht auch aufgeht. Mein Controller ist noch nicht angekommen, leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Aha. Würde der mir Feedback geben, der Controller? Ist da noch ein Zahlenschloss drunter? Amazing. Now it shows the view from the terrace. Die Codes für die Truhe finden.
Ach so. Warte mal. Die sind auf den Fotos, nicht wahr? Die sind doch auf den Fotos. Welches brauche ich denn? Den Spiegel, ne? Den Silberspiegel. 72. Aber es ist noch nichts passiert. Und den Teufelskragen. 108. Aber natürlich gibt der Feedback, oder was? Ja, okay. So, 108. Und das hat gepasst. Klack, klack, klack. Was haben wir hier? Sind noch mehr Filmrollen? Vaghen Berghütte Vaghen 37. Refuge, 1937. Junta's films, taken during the summer Dana worked here. Was? Regie Leni? This one says Lenny director. So I guess Lenny did get to make her film after all. Oh, okay. Spannend. Hier ist noch ein Fotofilm, aber den können wir nicht anschauen. Fräulein Junta Steinhoff. Berghütte Silberspiegel. Looks like she didn't note down the end of her meeting with Dana. But it no doubt Junta must have written this. Ups. Summer Zu schnell geklickt. 1937. Vor dem Öffnen der Truhe hätte ich irgendwas machen sollen. Let's see. I filled my last diary last night. Ordered another one, but still waiting for supplies to be delivered to the refuge. Using an old envelope in the meantime. Today invited Dana for a chat after her shift. So Leute, ich werde jetzt hier speichern. Da müsste es ja, das ist ja das Speichersymbol. Da müsste es beim nächsten Mal weitergehen. Ne, das ist nicht das Speichersymbol, das ist das Ladesymbol. Da war das Speichersymbol. Bevor